Hallo, ich heiße Stavros Diamantakis und ich möchte Sie einladen zu einem analogen Fotospaziergang. Heute möchte ich Ihnen eine Kamera zeigen, die in der Kategorie Miniaturisierung, Miniaturkamera oder Agentenkamera fällt. Es handelt sich um die Ricoh Stecki 3A. Die Kamera wurde gebaut von 1950 bis etwa 1965 von der Firma Riken Company in Tokio. Die Gründung der Firma Riken oder Organisation Riken fand 1917 statt. Riken wurde gegründet als Forschungsinstitut für Physik und Chemie mit dem Zweck, die Errungenschaften der Wissenschaft und Forschung für die japanische Industrie zugänglich zu machen. Und das ganze Unternehmen wurde natürlich vom Staat finanziert. Die Anfangsbuchstaben von diesem Konglomerat ergeben das Wort Riken. Und Riken war für die japanische Wirtschaft ein sehr wichtiges Unternehmen. Es war etwas Ähnliches wie das Max-Planck-Institut im deutschsprachigen Raum. Die gezielte Zerstörung der Amerikaner während dem Zweiten Weltkrieg hat auch natürlich sehr große Folgen für das Institut Riken. Und im Endeffekt wurde auch aufgelöst. Nach dem Krieg, in Friedenszeit, versuchte Riken wieder aufzustellen. Der Name war verschwunden, das war nicht mehr möglich und der neue Name 1948 war Kaken. Und es war nichts anderes möglich, etwas zu tun, als mit Medikamente zu handeln. Und so wurde ein riesengroßer Markt für Medikamente zustande gebracht, auch für den Export sehr wichtig. Nachdem die japanische Wirtschaft sich wieder aufgestellt hat, etwa um 1958, erlang Riken wieder den Status eine öffentliche Körperschaft und befasst sich wieder mit Technologie und Forschung. An der Spitze standen etwa 3000 Wissenschaftler und Mitarbeiter und in etwa über 100 Länder hat man Verbindungen zu Kunst, Wirtschaft, Gesellschaft und Technik. Die Bezeichnung Ricoh und Riken ist gleich Hersteller und Markenname. Und eine große Anzahl von sehr interessante Fotoapparate, Filmkameras und technische Geräte wurden unter diesem Label erzeugt und waren auch richtungsweisend für die Zukunft der Fotografie, der Kinematografie und Videografie. Aber zurück zu unserer Kamera. Hersteller ist von dieser Kamera die Asahi Musen in Japan. Es ist eine Kleinbild-Sucherkamera für 16 mm Film. Sie schaut so aus. Klein, massiv und leistungsfähig. Für diese Kamera im Format 10x14 kann man mit einem Film 24 Bilder machen. Als Optik ist eine Standard Steckinar Anastigmat mit 25 mm Brennweite. Die Optik Tele Stecki ist die hier. Das ist eine Art Vorsatzlinse und sie hat eine Brennweite von 40 mm. Der Verschluss der Kamera leistet 1/100 Sekunde. Das Gehäuse ist Metall und zweiteilig. Das heißt, man macht auf, um die Kamera zu laden, mit dieser 16 mm Film, die am Anfang selber eingefädelt hat, später hat kleine Hilfen dazugekommen. Es hat ein automatisches Zählwerk, das ist blitzsynchronisiert und natürlich
ist eine Blitzschuh integriert. Die Steckekameras wurden von 1947 bis etwa 1965 gebaut und von dieser Steckekamera hat eine zweite Ausführung, die hieß Hanken und war eine Sonderanfertigung für die japanische Polizei. Die Optik schaut so aus und das Ganze ist sehr zuverlässig, kompakt und eigentlich nicht reparaturanfällig. Das war eine kurze Abriss von der Firma Stecke, von der Firma Riken, beziehungsweise eher bekannter die Firma Rico. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video.